Ja, sehr gerne. Ich mache nur meine Arbeit. Das ist alles. Und ich bin überzeugt davon, dass sich Journalisten vor Ort umschauen sollten, dass sie die Realitätsprobe machen sollten, sich nicht auf das verlassen sollten, was ihnen am Schreibtisch serviert wird oder in den Zeitungen serviert wird. Sie sollten sich auch nicht auf das verlassen, was ihnen entgegenblickt, wenn sie in den Computer und ins Internet schauen, denn dort schaut ihnen nur das entgegen, was andere nach ihren Interessen hochgeladen haben. Nicht zu vergleichen. Hey Leute, in diesem exklusiven Interview mit Herrn Baab, einem erfahrenen militärischen Analysten, erfahren wir spannende und besorgniserregende Einblicke in die aktuelle Lage des Ukraine-Kriegs. Baab beleuchtet die massiven Verluste auf beiden Seiten, die entscheidende Rolle von Drohnen und Marschflugkörpern und erklärt, wie Russland strategisch auf den Krieg reagiert. Doch das brisanteste Thema: Wie weit wird der Konflikt noch eskalieren? Kann der Westen den Druck standhalten oder droht uns eine globale Katastrophe? Schaut euch das Interview an, um zu erfahren, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Auf geht's! Und da wird man immer einige Überraschungen erleben. Was heute verlangt wird, sind Bekenntnisse und keine Erkenntnisse. Erkenntnisse gehören in den Bereich der Wissenschaft und der Recherche. Bekenntnisse gehören in den Bereich der Religion. Und heute hat zumindest die selbsternannte Qualitätspresse religiöse Züge, weil sie sich unterordnet unter die Propaganda der NATO. Man könnte mit Spinoza sagen, warum ersehnt ihr eure Unterwerfung, als ginge es um euer Heil? Ja, das ist ganz richtig, Herr Baab. Vor allem auch aus dem Mund eines Menschen, der diese Erfahrung ja live selbst mitmacht. Wenn ich das sage, ist es nochmal was anderes. Dann ist es eine Bewertung einer gewissen Gruppe von Menschen. Aber Sie sind ja selber Journalist seit vielen Jahren, Buchautor. Und ich würde Sie bitten, uns, die Zuschauer, übrigens, liebe Zuschauer, wenn ihr das für interessant haltet, mal andere Eindrücke zu gewinnen, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video auch, so wird es an möglichst viele Leute rauszugeben. Herr Baab, nehmen Sie uns mit auf eine Reise, Ihre Reise durch Russland und was Sie dort erlebt haben. Naja, zunächst einmal ist es heute gar nicht mehr so einfach, nach Russland zu kommen. Und es ist noch einmal schwieriger, ins Kriegsgebiet im Donbass zu kommen. Schwierig ist das vor allem wegen der Sanktionen, aber auch wegen der behördlichen Auflagen von russischer Seite. Zunächst einmal gibt es keine Direktflüge mehr nach Moskau oder St. Petersburg oder in andere Städte Russlands. Und die Zeiten, in denen man 2 Stunden kalkuliert, um dahin zu kommen, die sind lange vorbei. Man benötigt eine kombinierte Bus- und möglicherweise Bahnreise mit Fußübertritt der Grenzen durchs Baltikum und Polen, oder man fliegt über Istanbul oder Belgrad. Und wir haben die Reise über Istanbul gewählt, einfach deswegen, weil ich natürlich auch einen gewissen Barbetrag mitnehmen muss, und zwar zu eigenen Zwecken. Und diesen Barbetrag brauche ich, um Hotels zu bezahlen, Essen zu bezahlen. Ich muss örtliche Begleiter bezahlen. Ich muss Autos anmieten. All das kommt zusammen und das summiert sich. Wenn ich da ganz kurz zwischenfragen darf, Herr Baab, jetzt würde ich ja denken, warum nehmen Sie denn nicht eine EC-Karte oder Kreditkarte? Aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass die vom SWIFT-System ausgeschlossen sind. Exakt so ist es. Man kann also nicht Geld nach Russland überweisen oder mit den eigenen Kreditkarten bezahlen. Und es ist in meinen Augen nicht ratsam, mit beispielsweise 2.000 oder 3.000 Euro im Kriegsgebiet unterwegs zu sein, denn beim nächsten militärischen Checkpoint könnte sich das in Lösegeld verwandeln. So haben wir uns nach Moskau begeben, zunächst einmal über Istanbul, und haben dort vorbereitende Gespräche geführt. Vorbereitende Gespräche deswegen, weil die Vorbereitung eigentlich sich über Wochen hinzieht und in Deutschland beginnt. Und sie führt mich auf 2 Ebenen. Zunächst einmal ist das die formale Ebene. Da geht es um Visa, Akkreditierungen, wie erlangt man die, wo muss man die beantragen, wo holt man die ab. Und dann gibt es hinter dieser offiziellen Ebene eine informelle Ebene. Das sind Informanten, örtliche Helfer, Gesprächspartner, Quellen, die völlig unabhängig sind von den Behörden. Denn ich bewege mich im Kriegsgebiet unabhängig
und mache mich von behördlichen Auflagen frei, die es im Übrigen noch nicht gegeben hat oder nur wenig gegeben hat. Und ich habe wenig Verständnis für Kollegen, die mir sagen, naja, da wendet man sich an Behörden in Russland und dann kommt man irgendwann nicht weiter. Ja klar, das geht mir auch so. Überall wendet man sich an Behörden und kommt irgendwann nicht mehr weiter, weil diese Behörden eine Rolle haben, eine Funktion. Und da braucht man eben lokale Helfer, die einem weiterhelfen und die einen in Verbindung bringen mit Personen, die Dinge ermöglichen. Und das geht dann nach dem Motto, ich kenne einen, der einen kennt, oder das geht schon in Ordnung, mit dem kannst du zusammenarbeiten, der ist verlässlich. Und diese Verlässlichkeit muss man über die Jahre weg herstellen, die fällt einem nicht in den Schoß, sondern das ist bei mir auch ein Ergebnis von einem Vierteljahrhundert Arbeit vor Ort. Mhm. Herr Barb, was sind Ihre prägendsten Eindrücke von Moskau? Die prägendsten Eindrücke von Moskau sind zunächst einmal erstens, dass es dort keinen deutschen Hass, keine deutschen Feindlichkeit gibt. Ich bin höflich, freundlich und korrekt empfangen worden. Zweitens, dass es Regularien gibt, die die Arbeit als deutscher Journalist in Russland erschweren. Und drittens, dass man vor allem mir als Deutschem aus unterschiedlichen Richtungen das Gespräch doch gerne sucht. Ich will Beispiele erläutern, wo auch immer ich gewesen bin, im Hotel, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, bei Informanten. Es gibt keine Feindseligkeit gegenüber Deutschen. Die Menschen in Russland, soweit ich das erleben konnte, trennen zwischen dem, was die Bundesregierung tut und dem, was die Menschen in Deutschland denken und fühlen. Man hat mir oft gesagt, naja, wir wissen ja, dass du aus Deutschland kommst, ja, heute alles schwierig geworden, aber eigentlich haben wir Mitleid mit dir, dass du diese Regierung ertragen musst. Das habe ich öfter gehört. Der zweite Punkt, es gibt strenge Auflagen beim Umgang mit deutschen Journalisten. Die Zollbeamten sehen den deutschen Pass, sie sehen das Pressevisum, sie wissen in diesem Moment, ich bin ordnungsgemäß akkreditiert und man wird sofort rausgewogen, der Pass wird beschlagnahmt, folgen Sie dem Wachhabenden, dann wird man warten und dann durchläuft man einen 3 bis 4 Stunden langen Filtrationsprozess. Das bedeutet, Sie werden in ein Zimmer gerufen, Sie werden vernommen, Sie werden wieder rausgeschickt, Sie werden ein zweites Mal vernommen und beim dritten Mal sitzt da jemand an einer Schreibmaschine oder an einem Computer heute natürlich und schreibt einen Bericht. Da wird alles abgefragt, es werden biografische Daten natürlich abgefragt, auch Militärdienstzeiten werden abgefragt. Man sieht im Computer, dass es ein Begleitschreiben des Verlages gibt. Was haben Sie da geschrieben? Schreiben Sie die Buchtitel hier wieder auf Deutsch und Russisch. Man wird gefragt, Sie befassen sich mit diesen und jenen Themen, Sie befassen sich mit, wie das in Russland heißt, speziellen Militäroperationen. Bitte nennen Sie mir 3 russische Autoren, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen. Ja, da sind Sie ein bisschen übermüdet und sitzen da und dann können Sie mal in Ihrem Kopf graben, ob Ihnen das Richtige einfällt. Und so geht das hin und her. Dann werden Sie wieder rausgeschickt, dann kommen ähnliche Fragen nochmal, dann wird das Handy ausgelesen, Sie schauen, was da drin ist. Ich habe natürlich mehrere Handys im Kriegsgebiet in Gebrauch. Ich habe Ihnen nur eins gegeben. Und am Ende schreibt jemand einen Bericht. Das ist der zweite Punkt. Aber man interessiert sich insbesondere in der Zeit, und das ist Punkt Nummer 3, der Sanktionen, besonders für Gesprächspartner aus Westeuropa, weil diese Gelegenheit eben selten ist. Mein Buch Auf beiden Seiten der Front wird im Dezember in Russland publiziert, in russischer Sprache. Wir haben am Ende der Reise im Haus der Poeten auf Veranlassung meines Verlages das Buch vorgestellt. Es waren regierungsamtliche Vertreter da, es waren Menschen da, die der Opposition zuzuordnen sind, es waren Menschen aus der Ukraine da, es waren Menschen aus Moskau da. Wir haben angeregt diskutiert, das muss ich sagen, wir haben respektvoll diskutiert. Ich habe von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gesprochen und ein Vertreter der Regierung sagte mir nachher, ich teile ja weitgehend Ihre Analyse. Also das ist nicht so, dass man dann gleich da... Kein Gulag, wenn man Kritik übt, weil uns wird doch immer gesagt, es ist eine lupenreine Diktatur und Kritiker würden da quasi
gerne mal aus dem Fenster fliegen und Sie sagen, Sie konnten das äußern, ohne dass man Sie gleich mit Handschellen abgeführt hat. Da ist gar nichts passiert und man hat in Russland ein anderes Verständnis von demokratischem Umgang miteinander. Ich habe mich mit einer Vertreterin, einer Leitungskraft von Rosneft unterhalten, einer Führungskraft in der juristischen Abteilung. Wir saßen zusammen in einem Restaurant im Hotel Ukraina. Da hat man einen Blick über die ganze Stadt, Moskau. Und sie sagte, wissen Sie, wir sitzen hier im Hotel Ukraina. Wir sind in einer Straße, die ist nach einem ukrainischen Dichter benannt. Und das hat auch etwas mit Demokratie zu tun, dass einem das Recht auf die eigene Kultur und die eigene Vergangenheit und die eigenen Traditionen nicht genommen werden. Es gibt dafür im Russischen einen Begriff, Sabor. Sabor ist der Dom, das Gotteshaus, die Kathedrale. Und in einer Kathedrale trifft man sich in Respekt vor unterschiedlichen Überzeugungen und Ansichten. Aber man ist doch versammelt vor Gott. Da muss man wissen, dass eben Russland tief in der orthodoxen Tradition steht. Und dass der Prozess der Aufklärung nach Immanuel Kant, Rousseau und diesen Leuten in Russland sich nicht voll durchgesetzt hat. Dieser Säkularisierungsprozess ist im Ergebnis trotz der vielen Jahre des Kommunismus gescheitert. Und daher rührt Sabor. Und so war das in dieser Diskussion auch. Wir haben unterschiedliche Auffassungen, wir wissen das, aber das lassen wir erstmal so. Wir müssen ja miteinander umgehen, wir müssen uns ja respektieren. Ja, das ist ja auch am Ende des Tages das, was man als Toleranz bezeichnet. Wir müssen nicht einer Meinung sein, aber wir respektieren einander auch für die unterschiedlichen Meinungen und Haltungen, die wir im Zweifelsfall haben. Was ja heute gerne gemacht wird, ist, mit dem Gegner spricht man nicht und der Gegner wird verteufelt und dämonisiert und dann damit wird auch eine Schwarz-Weiß-Haltung. Wir sind die Guten, das sind die Bösen geschaffen. Aber Herr Baab, ich hätte gerne noch direkt mal auf Moskau. Die stehen ja unter härtesten Sanktionen, wie man uns immer sagt. Wie diese Sanktionen sich auswirken, merken wir aktuell gerade an der deutschen Wirtschaft. Wie ist das in Moskau? Funktionieren dort die Dinge? Ist das eine funktionierende Stadt? Ja. Moskau kommt die Wirkung der Sanktionen nicht an, genauso wenig wie in St. Petersburg. Die U-Bahnen, die Metros fahren im 90-Sekundentakt. Die Stationen sind sauberer als hier in Berlin. Die Züge sind nicht überfüllt. Die Restaurants sind am Abend voll. Das Leben läuft vollständig normal. Wenn man näher hinschaut, spürt man das natürlich. Ich habe natürlich viele Freunde, die im akademischen Bereich tätig sind. Das sind Professoren, Journalisten, Künstler, die können nicht mehr reisen. Und das stinkt denen schwer. Das würde mir auch nicht gefallen. Der zweite Punkt ist, die Menschen, die etwas betuchter sind, die sich früher einen Wagen kaufen wollten und sich für ein deutsches Fabrikat entschieden haben, beispielsweise VW oder BMW oder Mercedes-Benz, die wählen nun ein chinesisches Auto. Und die sagen, das kriegen die ja auch ganz gut hin. Und vor allem ist es noch ein bisschen billiger. Und manche Produkte also Ersatzteile für Fahrzeuge, für Kühlschränke werden natürlich teurer, weil die Transaktionskosten steigen, die Lieferketten werden länger. Also wenn man genau hinsieht, dann merkt man, dass die Sanktionen eine Wirkung haben, aber es ist nicht möglich, ein ressourcenautarkes Land in die Knie zu zwingen. Die Russen sind ressourcenautark. Sie können alles selbst herstellen, was sie brauchen. Sie sind auch Agrarexporteur. Und vor allem kann man dann ein Land nicht mit Sanktionen in die Knie zwingen, wenn andere nicht mitmachen. Weniger als 50 Staaten aus der UNO-Vollversammlung beteiligen sich an den Sanktionen. 153 nach meiner Rechnung beteiligen sich nicht. Sie treiben weiter Handel und Wandel mit Russland. Und deswegen ist der Wirtschaftskrieg nicht nur gescheitert, er wird zu einem Grab für Europa und vor allem für Deutschland.
Ich meine auch, Sie sagten nicht in die Knie zwingen. Also es ist durchaus ein Land in die Knie gezwungen worden, und zwar Deutschland, das sich selbst in die Knie gezwungen hat. Und die Meldungen des Tages sind ja Werksschließungen, mehrere 10.000 Entlassungen bei VW. Aber das ist jetzt nicht eine direkte Folge der Sanktionen. Aber Deutschland leidet massivst als Land mit Schwerindustrie, extrem energiehungrig und hat, seitdem man sich entschieden hat, kein Gas mehr aus Russland zu beziehen, was man ja immer noch tut, nur jetzt jedoch über Umwege und zu vielfachen Preisen, hat sich massiv selbst geschadet. Das wurde ja auch schon von Anfang an von manchen Leuten angemahnt und angekündigt, und die wurden alle denunziert und niedergeschrien, und jetzt erkennt man halt wieder, es war dann doch so, wie die gesagt haben. Herr Baab, ein weiterer Punkt, den ich sehr interessant finden würde: Mariupol. Wir kennen alle noch die Bilder aus Mariupol, das Azov-Stahlwerk, wo auch die Kämpfer des Azov-Regiments die sehr interessante Abzeichen oft getragen haben, die wir aus den 30er und 40er Jahren im Dritten Reich gekannt haben. Da gab es ja diese Schlacht in diesem Stahlwerk, und danach hat man gesehen, diese Stadt, das waren die Eindrücke, die ich gewonnen habe, die ist komplett zerstört. Die sah aus wie Berlin 45. Überall nur noch Bauruinen. Konnten Sie einen Eindruck gewinnen, wie das jetzt dort aussieht? Weil das ist ja jetzt russisch besetztes Gebiet. Ja, das habe ich. Ich habe, lassen Sie mich so beginnen, vor 2 Jahren eine fast vollständig zerstörte Stadt gesehen. Nach meiner Schätzung war Mariupol zu 80% zerstört. Die Häuser, die alten Chruschtschowas, waren zerschossen, und zwar zum Teil so, dass die Raketen durch die Fenster reingeflogen sind, explodierten in den Innenräumen, und die Rückwand der Gebäude ist einfach umgekippt. Ich habe mit Leuten gesprochen damals, die im Keller gewohnt haben, die, wie das auch in Deutschland damals hieß, Dresden 1945, ausgebombt waren, die gekocht haben unter Zelten im Garten. Ich habe zerstörte Schulen. Ich habe Straßenbahnen gesehen, die wie in den Boden gerammt dastanden und wie Skelette aufragten. Die Straßen waren kaputt, Häuser waren kaputt, auch in den Vorstädten, wo eben diese einstöckigen, niedrigen Häuser zu finden sind, wie bei hier rund um Berlin in den Datschas, waren zerschossen, Fenster waren raus. Und heute bin ich über 4-spurig ausgebaute Straßen in eine Stadt gefahren, die sich im Wiederaufbau befindet. Die Russen errichten ganze Straßenzüge neu. Ich habe Viertel gesehen, die komplett neu gebaut worden sind, in kürzester Zeit, in 2 Jahren. Wohnraum für 40.000 Menschen. Die Anwohner berichten, dass Putin selbst die Baumaßnahmen überwacht habe. Ich habe Schulen gesehen, die vollständig saniert waren, neue Fenster, neu gestrichen, neu verputzt, saniert, repariert. Ich habe neue Schulen gesehen, habe mich mit den Lehrern unterhalten. Mariupol ist eine Stadt im Wiederaufbau. Ich habe mit den verantwortlichen Baubehörden gesprochen. Sie haben mir gesagt, dass die Russische Föderation insgesamt 500 Milliarden Rubel allein in Mariupol investiert. Das sind 5 Milliarden Euro umgerechnet. Das hört sich an wie ein riesiger Betrag. Aber wenn Sie die Vielfalt der Baumaßnahmen sehen, dann glauben Sie das sofort. Ich habe mit älteren Menschen gesprochen, die sagen, ja, es geht mir jetzt besser als vor 2 Jahren. Da habe ich gesagt, du warst doch völlig ausgebombt. Wir haben uns doch damals schon gesprochen. Dann sagten sie, ja, aber wir sind jetzt Teil der Russischen Föderation und meine Rente wurde um das 1,5-fache erhöht. Ich habe mit jungen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich war Flüchtling in Polen, ich kehre nun nach Mariupol zurück. Ich muss nur morgens die Wohnung verlassen und zur Baustelle schräg gegenüber gehen. Und ich habe sofort einen Job. Bauleute werden gebraucht. Ich konnte sofort als Bauingenieur anfangen, zu einem Gehalt, das höher ist, als ich es je in Moskau bekommen hätte. Ich habe mit sehr jungen Menschen gesprochen, kann den Zusammenhang vielleicht später nochmal sagen, die gesagt haben, ich war mit meiner Mutter in Rostov am Don. Heute habe ich mich entschieden, dass ich lieber bei der Oma in Donezk lebe. Mit der Oma zusammen habe ich ein Auto. Ich finde sofort einen Job in einem Lokal. Mein Freund ist hier. Hier wird etwas aufgebaut und deswegen bin ich hier. Das ist eine Ansage. Und zwar eine mehrfache Ansage. Einmal ein Hinweis an die Bevölkerung, die da lebt. Wir tun
Loyalität zahlt sich aus. Und entsprechend drückt sich dies auch aus in den Wahlergebnissen von Wladimir Putin bei der Präsidentenwahl. Er hat eine sehr gute eine hohe Stimmenzahl bekommen im Donbass. Das ist aber auch eine Ansage an die NATO. Diese Regionen stellen wir nicht mehr zur Disposition. Sie gehören jetzt zu Russland und künftige Verhandlungen können nur noch auf der Basis der militärisch geschaffenen Tatsachen stattfinden. Es ist aber auch drittens eine Ansage an die westliche, insbesondere an die bundesdeutsche Presse. Ihr erleidet einen vollständigen Realitätsverlust. Unter anderem auch deswegen, weil Reporter, die vor Ort tätig sind, wie Herr Körber vom ZDF, ja sofort diskreditiert werden, wenn sie versuchen, realitätstauglich zu berichten. Und dies führt in den Realitätsverlust. Und die große Gefahr bei Realitätsverlusten ist, dass die politischen Entscheider ihre eigene Propaganda glauben und auf dieser Basis Fehlentscheidungen fällen. Die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman hat vor vielen Jahren schon einmal geschrieben, die größte Torheit in der Politik ist es, den Gegner zu unterschätzen. Und das findet hier statt. Herr Barb, jetzt wurde uns ja immer gesagt, dass die furchtbaren Tyrannen, die Russen, die Barbaren, alles zerstören und nur Zerstörung übrig lassen und es wird ein Vernichtungsfeldzug geführt, nicht etwa Krieg, sondern man will das ukrainische Volk vernichten. Und Sie erzählen von Städten, die im Rekordtempo wieder aufgebaut werden. Warum sind Sie wahrscheinlich mit einer der ganz wenigen? Ich bin ja sicher, andere deutsche Reporter sehen das auch, was Sie sehen, aber sagen nichts. Warum sagen die nichts? Also erstens mal sind so viele deutsche Reporter ja gar nicht drin. Es sind einige wenige. Zum Zweiten können diese Reporter ja gar nicht offen sprechen, weil sie sonst sofort ihren Job verlieren würden. Es gibt in der Presse das sogenannte Verlegerprivileg. Der Verleger besitzt die Zeitung und er gibt die inhaltliche Linie vor. Wenn ich mich mit dieser Linie als Redakteur nicht identifiziere, kann ich meinen Hut nehmen. Der zweite Punkt, wir haben im gesamten Pressewesen häufig befristete Verträge, oder stützen uns auf freie Mitarbeit. Freie Mitarbeiter werden nach Zeilen bezahlt, sie werden nach Sendeminuten bezahlt. Und wenn Sie als Freier morgen noch einen Auftrag haben wollen, dann tut Sie gut daran, heute das zu tun, was Ihr Chef von Ihnen erwartet. Und zwar im vorauseilenden Gehorsam. Das ist das Beste. Der nächste Punkt ist, wir haben im Journalismus eine besonders starke soziale Selektion, eine verdeckte Zensur, die daher rührt, dass der Berufseintritt sehr schwer ist. Er setzt voraus, dass man unbezahlte Praktika macht in fremden, teuren Städten. Man braucht eine Unterkunft, ein Zimmer. Die Durststrecke bis zu einer Anstellung ist sehr, sehr lang. Bei mir hat sie, ich glaube, 15 Jahre gedauert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 15 oder 20 Jahre. Und das führt auch dazu, dass insbesondere Kinder des gehobenen Bürgertums in Redaktionen landen. Diese Menschen, und das werfe ich Ihnen nicht einmal vor, teilen die Vorurteile ihrer Klasse. Sie sind in ihrer Biografie meist nicht mit Arbeitslosigkeit, mit Wohnungsnot, mit den Problemen Alleinerziehender konfrontiert gewesen. Und deswegen tritt dies auch im Bewertungshorizont in der Redaktion zurück. Das heißt, diese Themen kommen selten vor. Und es kommt noch ein Punkt drauf. Hier haben wir es mit Sprösslingen des gehobenen Bürgertums zu tun, die erwarten dürfen, dass sie einmal den Aktienfonds ihrer Eltern erben werden. Und wenn dieser Aktienfonds gut durchmischt ist, so liegen da auch Rüstungsaktien drin. Und Rüstungsaktien steigen im Krieg. Rosa Luxemburg hat einmal geschrieben, die Proletarier fallen, die Börsenkurse steigen. Und das ist bis heute richtig. Und so haben diese Menschen auch ein pekuniäres Interesse daran, dass der Krieg weitergeht. Das sagen sie aber nicht. Sie sagen, wir müssen den armen Ukrainern gegen den bösen Putin helfen. Und all das sind Gründe, die dabei eine Rolle spielen. Sehr interessant, das aus Ihrem Munde zu erfahren. Herr Barb, waren Sie noch in anderen Gegenden, in denen aktuell möglicherweise jetzt gerade noch gekämpft wird? Ich habe gestern, um da noch etwas hinzuzufügen, gestern erfahren, dass scheinbar die Ostfront der Ukraine auf ukrainischer Seite
gebrochen ist oder am Einbrechen ist und die Russen jetzt sehr schnell voranrücken. Wissen Sie davon etwas aktuell? Es wird ja immer so dargestellt, als es gibt kaum Frontbewegungsverlauf. Die Russen würden quasi, es würde immer nur um ein paar Meter gekämpft werden. Ja, dazu kann ich etwas sagen. Aber zunächst, die Reise hat uns nach Lugansk geführt, in die Stadt Lugansk, in den Oblast Lugansk, nach Donezk, Mariupol, Melitopol, Berdjansk und Energodar. Insbesondere in den frontnahen Gebieten sieht man eine besondere Landschaftsformation, die auch den Alliierten 1944 in der Normandie große Probleme gemacht hat. Die Franzosen nennen das Bocage. Also da ist immer ein Feld, das ist 1,5, 2, manchmal 3 Kilometer lang. Und dann kommt eine Heckenreihe oder eine Baumreihe. Und wenn Sie vorrücken, dann müssen Sie über das freie Feld auf diese Baumreihe zurücken, in der sich der Gegner natürlich verschanzt hat und die er verbunkert hat. Das ist ja klar. Und man rückt deswegen nicht nur langsam vor, um massive Verluste zu vermeiden. Wenn man aber die nächste Baumreihe erreicht hat, so ist die durch die Artillerie komplett zerschossen. Und dann hat der Gegner wiederum leichtes Spiel. Man muss ein zweites berücksichtigen. Die ganze Region Donbass, das ist ja eine Kohle- und Stahlregion, ist durchzogen von Bergwerken. Und es ist insbesondere im Raum Bachmut, Donezk, Awdijiwka, Mariinka leicht gewesen für die ukrainische Seite seit 2014, also eigentlich seit Beginn des Krieges, der ja 2014 angefangen hat, nicht 2022. Diese Bergwerke auszukleiden mit Beton und sozusagen zu verbunkern. Und deswegen sind sie sehr schwer zu erobern. Und die russische Armee rückt deswegen langsam vor, um Verluste zu vermeiden. Dies vermeidet auch für Putin innenpolitische Probleme. Ich schätze die Zahl der Toten, wenn man die Toten in den beiden Regionen Lugansk und Donezk mit dazu nimmt. Und wenn man die Wagner-Tote, der Söldnerarmee Wagner, mit dazu nimmt, auf russischer Seite auf etwa 120.000. Hier, ich lehne mich hier an die regierungskritische Seite Mediasona, die von dem Oligarchen Chodorkowski mitfinanziert wird. Aber ich glaube, diese Zahlen sind nüchtern betrachtet realistisch. Das kommt natürlich auch in der Russischen Föderation an. Nicht in St. Petersburg, nicht in Moskau. Aber gehen Sie mal nach Dagestan. Gehen Sie mal aufs Land, gehen Sie mal in die ärmeren Regionen, wo die jungen Menschen sehr stark versucht sind, für die Armee zu unterschreiben, um sozusagen ihre Ausbildung finanzieren zu können. Da sehen Sie die Gräber. Und das kann zum innenpolitischen Problem werden. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Sie hatten von den Verlusten gesprochen, aber auch von den Orten, die Sie besucht haben. Genau. Und die andere Geschichte ist, es gibt Ausnahmen dieser Taktik. Das haben wir in Bachmut gesehen, das haben wir auch in Mariupol gesehen. Hier, die Stadt Mariupol musste erobert werden, um einen Landzugang zur Krim zu ermöglichen. Aus der russischen Perspektive natürlich, nicht aus der menschlichen Perspektive. Und das führt dazu, dass diese Stadt im Ergebnis nur im Häuserkampf erobert werden kann. Und Häuserkampf ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil natürlich der Häuserkampf so gemacht wird, dass erst einmal Raketen reingeschossen werden, bis nichts mehr steht. Und erst dann, wenn alles kaputt ist, geht die Infanterie rein. Und dann fliegen erstmal um die Ecke ein paar Handgranaten. Da schaut man nicht nach oder ruft, ist da jemand? Sondern da wird im Grunde genommen Tabula rasa gemacht. Und das hier hat auch die russische Seite hohe Verluste gehabt. Und hier rührt auch die hohe Zahl von zivilen Opfern. Ein deutscher Militäranalyst hat im vergangenen Jahr geschätzt, dass die Zahl der toten Zivilisten in Mariupol mit mehreren hundert zu taxieren seien. Nach meinen Informationen liegt sie deutlich höher. Ich würde in die Zehntausende gehen. Ich habe damals etwa 40.000 geschätzt vor 2 Jahren. Vielleicht nicht ganz so viel. Aber meine Informanten sagen, 20.000 waren es mindestens. In einer Stadt von 500.000 Einwohnern. Also das kann man nicht eindeutig sagen. Das hängt von der militärischen Situation ab. Ein weiterer Punkt kommt dazu. Die Russen haben schwere Fehler gemacht zu Beginn des Krieges. Vor allem, als sie versucht haben, in Kolonne vom Norden aus auf Kiew zu marschieren, um
die ukrainische Armee sozusagen im Handstreich zu stürzen und eine ihnen genehme Armee einzusetzen. Diese Fehleinschätzung haben Tausende russischer Soldaten mit dem Leben bezahlt. Und eines, das haben wir auch selbst erfahren in Frontnähe, das ist die Wandlung der Kriegsführung. Heute ist das Entscheidende nicht mehr die Artillerie, die auf dem Gefechtsfeld steht, sondern Waffen mit langer Distanz und vor allem Drohnen und Marschflugkörper. Und die treffen sehr präzise. Wir waren mit einer militärischen Einheit unterwegs und wir wurden zweimal innerhalb von wenigen Stunden, gab es Luftalarm und wir mussten uns in den Unterstand flüchten, weil man Drohnenangriffe fürchtete. Und das ist im Grunde genommen der entscheidende Hebel der Kriegsführung heute auf beiden Seiten, der Einsatz von unbemannten Fluggeräten und Drohnen. Mhm. Was ja auch ich meine, diese sind zwar unbenannt, aber es sitzt ja jemand an irgendeinem Bildschirm, der das Ganze kühl lenkt und so eine Drohne in ein militärisches Fahrzeug reinlenkt oder auch einfach nur einen Sprengkörper auf einen Soldaten in einem Schützengraben wirft. All diese Videos, die gibt es ja zu Hunderten im Internet, wo das auch noch filmisch alles festgehalten wird. Herr Baab, ich hätte noch eine abschließende Frage, die sich jetzt nicht unbedingt um das Erfahrene bei Ihnen handelt, sondern Ihre Einschätzung. Wie wird das Ganze in den nächsten Monaten weiterlaufen? Naja, Journalisten sind ja schlechte Prognostiker. Und auch ich habe keine Glaskugel, aus der mir dann die Weisheit entgegenschaut. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Tendenzen. Karl von Clausewitz hat ausgeführt in seinem Buch vom Kriege, der Krieg ist nicht über die erste Schlacht hinaus planbar. Dinge gehen schief, Menschen machen Fehler. Und dies führt im Ergebnis dazu, dass sich beide Seiten verkalkuliert haben werden. Der Westen will den Konflikt, und zwar deswegen, weil er mit der Waffenproduktion nicht hinterherkommt und nachrüsten will, wenn Sie so wollen. Denn er kann den Kampf um das Niederringen von Russland nicht stoppen. Wenn Russland in der Ukraine obsiegt, und das zeichnet sich ja derzeit ab, dann bedeutet dies auch eine weltweite Niederlage des neoliberalen Modells. Denn dann gibt es eine Alternative. Es bedeutet vor allem eine weltweite Niederlage des amerikanischen Hegemoniestrebens um eine unipolare Welt. Denn dann gibt es ja andere Kräftefelder, die man berücksichtigen muss. Aber auch die Russen stehen unter Druck. Ich denke, Putin hat den Zeitpunkt des Einmarsches 2022 im Februar geschickt gewählt. Denn er hat einen strategischen Vorteil bei Hyperschallraketen. Dem hat der Westen, insbesondere möglichen Hyperschallraketen mit atomarer Bestückung, nichts entgegenzusetzen. Sie sind de facto kaum abschießbar. Dieser Vorsprung währt 4, vielleicht 5, vielleicht 6 Jahre. Dann wird der Westen aufgeholt haben. Die russische Seite wird versuchen, den Ukraine-Krieg in diesem Zeitfenster sinnvoll und siegreich zu beenden. Aber, das muss ich auch sagen, Russland kann diesen Krieg sehr lange durchhalten, wenn dies nicht gelingt. Denn die Chinesen werden die Russen nicht fallen lassen. China will keine schwache, von Amerika beeinflussbare Macht in seinem Norden, die auch China als Rohstoffbasis in Zukunft braucht. Deshalb werden die Chinesen die Russen nicht fallen lassen. Sie werden immer nachlegen. Die Droherei mit den Atomwaffen, das stößt in Peking auf Widerwillen. Da haben sie auch entsprechende Signale an Moskau ausgesandt. Aber sie versuchen, Russland zu stützen, weil auch sie ein Interesse haben an der Ausformung einer multipolaren Welt. Deshalb die Russen werden nicht abziehen. Deshalb der Westen kann nicht weichen. Dieser Krieg enden mit einer Teilung der Ukraine. Jetzt erwächst daraus die Frage, wo wird die Demarkationslinie sein? Werden sich die Russen zufrieden geben mit dem, was sie jetzt haben, oder werden sie sagen, Putin hat das gefordert, wir möchten eine Eingliederung der gesamten Oblaste Cherson, Zaporozhye, Donetsk und Lugansk in die russische Föderation?
Oder stellt man sich in Moskau vor, man nimmt noch Odessa und Charkiw dazu. In Odessa haben sich die Briten, insbesondere die britische Marine und Spezialkräfte, festgesetzt. Hier wird der Westen versuchen, einen Keil reinzutreiben, möglicherweise mit eigenen Kräften reingehen. Das lässt sich nicht übersehen. Es sind nach meiner Kenntnis bereits sogenannte Söldner aus Polen schon drin, etwa 10.000 bis 20.000 Mann. Es sind amerikanische Söldner drin, die vorher bei den Spezialkräften waren. Man muss vermuten, dass diese Personen aus den US-Spezialkräften, aus polnischer Armee ausgegliedert worden sind, um in die Ukraine geschickt zu werden, dass ihr Gehalt weiterläuft. Das kann ich im Moment nicht überprüfen. Also hier stehen wir schon kurz davor. Und das wäre das Beste, was uns passieren kann. Das Beste wäre tatsächlich eine Teilung der Ukraine, so böse dies ist, mit den Effekten, dass die Ukraine weiter das geschundene Volk Europas ist, das zur Schlachtbank, auf die Schlachtbank geführt wird, geopolitischer Interessen, und mit dem Effekt, dass Deutschland vollständig verarmt. Das wäre das Beste, was wir erreichen können. Das Schlechteste, die andere Variante wäre, eine Supermacht Russland sieht sich in die Enge gedrängt und greift zu taktischen Atomwaffen. Dies würde die Eskalationsspirale auslösen mit der vollständigen Vernichtung Europas. Das nenne ich mal heftige Worte, aber auch die Einschätzungen eines in diesem Gebiet erfahrenen Mannes. Für Ihre Offenheit und Ihre Einschätzung möchte ich Ihnen danken, Herr Baab, Ihre Eindrücke aus Russland, dass Sie sich mit allen Seiten ergebnisoffen unterhalten. Das finde ich sehr interessant. Sie haben das ja auch in der Ukraine getan und nun auch in Russland. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Interview, Herr Baab. Herr Hopf, ich danke Ihnen.